Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, was ich am Smart gemacht habe. Und zwar habe ich die originale Antenne ausgebaut und da nämlich eine andere Antenne eingebaut, die im Gegensatz zu der originalen Radioantenne auch DAB+ unterstützt. Wir haben jetzt hier nur eine Leitung, das heißt, hier kommt nur FM und AM durch. Und mit dieser frontscheibenklebenden Antenne hatte ich jetzt nicht so einen guten DAB+ Empfang. Also habe ich mir da jetzt von eBay diese Antenne geholt, die jetzt auf dem Dach sitzt. Ich zeige die euch gleich. Und die hat nämlich 20 Euro gekostet und die habe ich so angeschlossen. Also. Das ist die Antenne. Im Lieferumfang ist nämlich der Antennenfuß mit dem Antennenstab. Und das Ganze habe ich dann so hier angeschlossen. Und zwar muss man jetzt hier nämlich diese Leuchte ausbauen. Und dann kann man die originale Antenne ganz leicht demontieren. Das habe ich gemacht. Das wird hier mit einer Nuss festgehalten. Mutter festgehalten. Dann habe ich die Kabel hier verlegt. Das geht dann hier entlang durch. Dann an der Tür vorbei. Unten durch bis zum Radioschacht. Also der Einbau ist nicht schwer, aber auch nicht leicht. Ihr müsst lediglich, wenn ihr die originale Antenne ausbaut, falls die bei euch vorhanden ist, reden und arbeiten ist nicht so mein Ding, müsst ihr darauf achten, dass das Kabel von der originalen Antenne hier entlang geht. Und dann müsste man diese Verkleidung ausklipsen. Und ungefähr auf der Höhe ist die Antenne nämlich auf das Antennenkabel gesteckt. Das heißt, ich weiß auch nicht, was sich Smart dabei gedacht hat. Also hätte man das Ganze hier gemacht mit dem Abstöpseln, aber irgendwie hat das Smart sich gedacht. Ich habe keine Ahnung, was sich Smart dabei gedacht hat. Also jedenfalls müsste man, wenn man die Antenne ausbauen möchte, hier den Stecker auspinnen, abstecken. Und dazu muss man das Kabel auch freilegen, weil hier sind Halterungen und Clips, wo das Kabel dran hängt. Das habe ich gemacht, war so ein bisschen mühsam. Aber den Antennenfuß abschrauben, das kann man ganz leicht mit einer 22er Nuss vornehmen. Und die neue Antenne sieht, ich zeige euch mal den Unterschied. Also. Das war die originale Antenne und das ist jetzt die Nachrüstantenne. Hier sieht man noch so eine Spur, das kann man aber auch wegmachen. Ja, und jetzt zur Demonstration. Zunächst zeige ich euch mal den DAB+ Empfang. Mit dieser Frontscheibenkleberantenne hatte ich jetzt nicht so einen guten Empfang. Ich empfange gerade hier MDR Thüringen. Das ging mit dieser Antenne überhaupt gar nicht. Jetzt zeige ich euch auch mal Sender wie Antenne Mainz aus Mainz. Geht nämlich auch rein. Wir stehen jetzt hier gerade vor einer Garage, vor einer Wohnung und wir haben super Empfang. Und verglichen zu der Frontscheibenklebenantenne ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also die Antenne kostet 20 Euro, habe ich geholt von eBay. Ist von Navitec. Und jetzt zeige ich euch auch mal schnell den UKW-Empfang. Der ist allerdings auch gleich geblieben, aber für mich war wichtig, dass ich hier DAB+ einigermaßen im Auto empfangen konnte. Man kann jetzt auch den Stab anpassen, ersetzen, den Winkel anpassen der Antenne, dann hat man vielleicht noch einen Ticken besseren Empfang, aber so wie das jetzt hier gerade ist, das reicht vollkommen aus. Genau. Der UKW-Empfang war vorher genauso, weil die originale Antenne hatte nämlich denselben UKW-Empfang wie jetzt auch mit der neuen Antenne. Lediglich, dass ich jetzt zuzüglich einen DAB+ Antennenanschluss hier verwirklicht habe, was sich auch wirklich ausgezahlt hat, weil
Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ich jetzt unterwegs fahre, habe ich mit dieser Antenne hier immer Unterbrechungen gehabt. Und mit dieser Dachantenne ist das einfach nicht der Fall. Physikalisch gesehen macht das auch Sinn, weil diese Antenne sitzt im Auto, hat nur eine bestimmte Richtung, von der sie Signale empfangen kann. Und so eine Dachantenne, die empfängt dann halt rundum. Nicht zwar vollständig, aber schon viel mehr als diese Antenne. Genau, das wollte ich euch mal in diesem Video kurz erklären. Kabel verlegen kann man eigentlich beim Smart ganz easy. Wenn man weiß, wie man diese Abdeckungen abklipst, dann sollte das kein Problem sein. Das einzige Problem, was man hier dabei haben könnte, ist das Kabel von der originalen Dachantenne freizulegen und abzustecken. Aber das war es dann auch schon. Ich habe es gemacht. Ich habe um die 30 Minuten gebraucht. Da kommen 3 Leitungen durch. Einmal rot für die Spannungsversorgung, einmal der UKW-Anschluss. Und mit einer Hand zeige ich das einmal. Das ist der UKW-Anschluss. Der DAB-Anschluss, der geht natürlich auch direkt an meinen DAB Plus Stick. Das ist der hier. Das ist ein wirklich gutes Antennenkabel, Navtec. Und die rote Leitung, die geht nämlich dann hier dran an Ant. Und das Ganze macht sich sehr, sehr gut. Also für 20 € ist das echt ein Schnäppchen. Im Golf habe ich ja auch eine Antenne dran. Das ist nämlich die von Antennentechnik Bad Blankenburg. Und die hat mich nämlich 80 € gekostet und die kostet nur 20. Gut, die kann jetzt zwar kein GPS, aber ich brauche ja eigentlich hier nur FM, AM und DAB Plus und dies kann die wirklich gut unterstützen. 20 € Antennenfuß, Antennenstab und das Antennenkabel ist auch mit dabei, weil wenn man sich jetzt die Antenne von Antennentechnik Blankenburg holt, die hat zwar eine Ticken bessere Qualität, aber da muss man noch das Antennenkabel dazu kaufen und. Dann ist man schon über 100 €. Und ich finde, für den Preis macht sich die Antenne wirklich gut. So, jetzt habe ich hoffentlich vieles erwähnt und gezeigt. Und ich würde euch diese Antenne empfehlen und ich wünsche euch viel Spaß damit, falls ihr euch das einbaut. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao, bleibt gesund.